PDF ist ein sehr beliebtes Format und wird häufig verwendet, um CAD-Zeichnungen zu verbreiten. Aber im Gegensatz zu Zeichnungen im DWG-Format können PDFs nur zur Ansicht verwendet werden. Jetzt können Sie Ars Touch nicht nur zum Anzeigen von PDF-Dateien verwenden, sondern auch in DWG konvertieren. Wenn Sie eine PDF-Datei per E-Mail erhalten, können Sie diese lokal oder in der Cloud speichern. Wenn Sie die Datei ändern und kommentieren möchten, empfehlen wir, dass Sie die Datei direkt in der Cloud speichern. Wir werden gleich darauf zurückkommen. Für den Anfang öffnen wir diese PDF-Datei zur Ansicht. Sobald Ars Touch auf Ihrem Mobilgerät installiert ist, finden Sie diese unter den Apps, die PDF-Dateien lesen können. Ars Touch öffnet die PDF-Datei im Ansichtsmodus. Auf den ersten Blick scheint es nicht viel von einem typischen PDF-Viewer zu unterscheiden. Sie können in der Zeichnung navigieren, zoomen, schwenken etc. Der wichtigste Unterschied ist dieses Symbol, mit dem Sie die PDF in eine bearbeitbare DWG konvertieren. Diese Option ist auch über die 3 Punkte in der oberen rechten Ecke wählbar. Verwenden wir nun das Symbol. Wenn unsere PDF mehrere Seiten enthält, können wir die zu importierenden Seiten auswählen. In diesem Fall ist es nur eine Seite. Beachten Sie, dass die Konvertierung einer PDF-Datei in eine DWG-Datei nur möglich ist, wenn die PDF-Datei zuvor aus einer DWG exportiert wurde. Sobald Ihre Datei in das DWG-Format konvertiert wurde, können Sie Änderungen vornehmen. Ars Touch bietet dafür eine ganze Reihe von 2D-Funktionen an. Zum Beispiel ist der Befehl Schnelles Ändern ist ein praktisches Werkzeug zum Kopieren, Verschieben, Drehen und Skalieren von Objekten bei einmaliger Elementauswahl. Ars Touch bietet auch alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um Ihre Zeichnung zu bemaßen und zu beschriften. Sie können Speichern oder Lokal sichern verwenden, um die geänderte Datei lokal auf Ihrem mobilen Gerät oder in der Cloud zu speichern. Wenn Sie diese Zeichnung wiederum mit anderen Nutzern teilen oder die Trinity-Kollaborationsfunktionen verwenden möchten, können Sie Senden an oder Back and Go verwenden. Jetzt öffnen wir die DWG wieder von einem der Cloud-Speicherdienste, die wir mit Ars Touch verbunden haben. Wir suchen nach dem Verzeichnis, in dem sich die DWG-Datei befindet, die wir mit der Option Senden an hochgeladen haben. Beachten Sie, dass wir die Möglichkeit haben, die Datei erneut als PDF zu exportieren, falls erforderlich. Die Funktion ist mehrmals als nur eine Exportfunktion. Es ist vielmehr eine Funktion zum Drucken als PDF mit allen zugehörigen Optionen. Standardmäßig wird die PDF-Datei in denselben Ordner wie die DWG-Zeichnung exportiert. Dies erklärt, warum Ars Touch nach dem Export folgende Möglichkeiten anbietet. Sie könnten sie zum Beispiel per E-Mail verschicken mit lokale App teilen. In diesem Fall wählen wir Nichts tun. Wenn Sie eine in der Cloud gespeicherte DWG verwenden, können Sie die Trinity-Kollaborationsfunktionen verwenden, sofern Sie einen Private-Account haben und angemeldet sind. So können Sie zum Beispiel Kommentare und Markups nutzen.